So, damit herzlich willkommen zurück. Uns erwartet ein weiterer Tag voller Freude. Mr. Boyd, I'm going home. Do you need anything? Oh, no, don't go. I need to talk to you. I won't keep you long. I just need to make one phone call and I'll be right out, okay? Of course, Mr. Boyd. Do you know what time it is? I didn't mean, well, maybe I did. Guess I'm a son of a bitch. Jack? Good Lord, Jack, I wanted to talk to you. Was wondering if you'd call. How do you feel? I'm good, Mrs. Markham. Better than ever. The back pain is gone, the insomnia is gone, my hair is growing back, and my pathological indecisiveness seems to have run off somewhere. Jack, if you think I had anything to do with that... I'll waste no more time trying to think, Mrs. Markham. Every second counts. There's a lot to do. And one of those things is finding Laura. Jack, your tone is scaring me. Good. Turns out I have a knack for that, scaring people. So, Mrs. Markham, I'm going to look for my wife, and if you somehow get in my way, I'll send a special squad to your house. First they'll throw your dog in the fire, then they'll arrest you for prostitution. What? What the heck? Prostitution? Sometimes it's necessary to invent charges. It's not like I can arrest you for being an unbearable bitch. Emma, I need a detective. Oh, of course, Mr. Boyd. What shift? No, not one of ours. A private detective. Oh. I know that when your father stole your mother's jewelry and left her, you hired a private investigator. You didn't go to the police. You know, Mr. Boyd, it was a family problem, and we felt that it would... I understand perfectly, Emma. You don't need to explain anything. I'm in a similar situation. As you might have heard, my wife left the house. She's missing, you could say. I'm not sure what you're... I know you've heard all about it. I want her found, but I don't want the department involved. Same reason you didn't. So I decided to hire your private detective. Think you can arrange it? Oh, of course, Mr. Boyd. I'll call him and arrange everything. And don't worry, he'll keep it a secret. Fine. What do you need from me? Well, just gather all the information that might be useful and put it in an envelope, bring it to me, and I'll take it to him. Good. Okay, take the day off tomorrow and get a good night's sleep. The day after tomorrow, I'll have that envelope for you. Tag 61. Rogers verantwortlich für Zusammenbruch der Polizei. Filmvorführer zeigt aus Versehen Porno bei jüngsten Filmfestival. Bauer behauptet, die Regierung habe seine Ernte vergiftet. Es läuft nicht gut für Rogers. Nein, tut mir leid. Du musst jetzt, obwohl, du fällt das sowieso das nächste Mal aus. Ja, okay, wir schicken ihn jetzt mal nach Hause. Ich kriege gerade echt schlimmes Sodbrennen. Wäre vermutlich besser, wenn ich gehe nach Hause und lege mich hin. Nein. Ich bin zu müde, ich kann kaum noch geradeaus gehen. Ja. So, wir brauchen jetzt mal ein paar Leute. Ich muss das hier langsam in den Griff bekommen, den Laden. Das geht ja gar nicht. So, dritte Kassette. Blues for Mr. T. Auf in den neuen Tag. Ich glaube, den habe ich schon gehört, oder? Hört sich irgendwie gut an. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass wir mit der Effizienz der Freeburger Polizei nicht zufrieden sind. Wir kürzen das Budget. Na toll. Percy ist ja mittlerweile richtig gut. Also
kegel ich einfach den schlechtesten raus. Wir sind seit Jahren immer wieder von der LGB-Organisation genervt worden, die permanent wegen schwulen Rechten herumheult. In letzter Zeit war es damit ziemlich ruhig, aber letzte Woche sind 3 Hochschullehrer gefeuert worden, mit Bezug auf Gesetze, die die Förderung von Homosexualität unter Minderjährigen verbieten. Diese Lehrer haben LGB-Broschüren unter den Schülern verteilt und Toleranz gepredigt. Wir haben sie fair und dem Gesetz entsprechend entlassen, aber von der Schule haben sich Aktivisten zu einem Protest versammelt. Die Kinder sind nicht da, um über sich gegenseitig küssende Männer und all den Rest von diesem Zirkus zu lernen. Die Demonstranten müssen eine Lektion erteilt bekommen, sodass sie das nächste Mal zweimal darüber nachdenken, ob sie aus ihren Löchern hervorkriechen wollen. Ich werde da jetzt nicht die SWAT hinschicken. So. Ach, ich muss... Na gut. Wieso habe ich das gerade nicht gelesen? Verdammt. Jack, diese Lehrer wurden anhand lokaler Gesetze gefeuert, so barbarisch das auch sein mag. Dennoch haben diese Demonstranten das Recht, sich zu versammeln und die Meinung kundzutun. Und solange niemand in Gefahr ist... Ja. Ich hätte ein paar Ideen, wie sie sich schützen könnten, wenn die Sache aus dem Ruder läuft. Werde ich beides nicht tun, weil ich werde eh nicht die Versammlung auflösen. Drohanrufe. Ola Paget hat gemeldet, sie sei bereits das 2. Mal von einem Mann angerufen worden, der sie am Telefon bedroht und gesagt habe, er würde ihr und ihrer ganzen Familie Blei füttern. Ich habe ein paar Männer im Hintergrund lachen und darüber reden hören, dass sie endlich ihre Maschinengewehre an lebenden Zielen ausprobieren wollen, sagt Mrs. Paget. Ich bin eine ziemlich bekannte politische Aktivistin in Freeburg, also könnten die Drohungen mit meiner Arbeit zusammenhängen. Ne, wir schicken. Na gut, 4. Es müsste schon mehr als die Hälfte sein. Es dürfte immer noch nicht besser werden. Wir fehlen immer noch Leute. Nein. Ach du meine Güte. Kleinen Moment. Haben wir gleich. So, Prostitution. Russell Slafer ist erbost über die vielen Prostituierten am Stadtrand. Offensichtlich steht da ein Dutzend Prostituierte in einer Reihe und wirft sich regelrecht an den vorbeifahrenden Autos entgegen. Einige ziehen Brüste und Hintern blank, um Kunden anzulocken. Kommen Sie sofort her und kümmern Sie sich um diese Schamlosigkeit. Okay. Das Problem ist... Wie soll ich mich denn um den anderen Fall auch kümmern? Das ist doch ein schlechter Witz. Ja, um Kindesmissbrauch kann ich mich jetzt nicht kümmern, oder wie? Das hättet ihr ein bisschen schneller machen können. Gibt's einen Toten? Nee. So, Massenausschreitung. Was ist in dieser Stadt gerade los? Eine hysterisch klingende junge Person hat gerade angerufen und geschrien, oh Gott, die Prophezeiung ist wahr geworden. Im Park sind Dutzende Zombies unterwegs. Oh mein Gott, Vampire, Freeburg wird untergehen. Schicken Sie die Nationalgarde. Bestimmt. Schicken wir.
Das wird reichen. Das wird ein falscher Anruf sein. Und wenn nicht, können Sie noch um Verstärkung rufen. Der Mann wurde von einem Horrorfilmfestival erschreckt. Ja. Sowas hatte ich mir schon gedacht. Na? Häusliche Gewalt. Mrs. Casme beschwert sich darüber, dass ihre Nachbarn sehr laut streiten. Sie seien ein junges, hitzköpfiges Pärchen und es klinge, als würde es zu einem Kampf kommen. Das sollte reichen. Verdächtige Person. Eine Frau hat ausgesagt, sie sei auf ihren abendlichen Lauf unterwegs gewesen, als sie hinter sich einen schwarzen Mann in einem Kapuzenpulli ausgemacht hätte. Ich konnte ihn bekommen, aber ich fürchte, der Bastard versteckt sich immer noch irgendwo im Park und lauert anderen Frauen auf. Das ist auch wieder ein bisschen rassistisch. So, jetzt kriege ich wieder... Jack, Sie haben einen Eid geschworen, die Stadt zu schützen. Wenn Sie Ihre Versprechen nicht einhalten können, werden wir unsere ebenfalls brechen. Ja, tut mir leid, aber ich kann sowas nicht unterstützen. Das ist, falsch. Gelinde gesagt. Niemand hat sich gestritten. Der Mann trainierte mit einem lauten Fernseher im Hintergrund, während die Frau Salat machte und sich heftig in den Finger schnitt, worauf sie zu einem Nachbarn lief, um einen Krankenwagen zu rufen. Ihr Mann versuchte die Blutung mit einem Handtuch zu stillen. Versuchter Mord. Beeilen Sie sich, hier sind ein paar Leute, die einen Transvestiten erwischt haben und ihn verprügeln wollen. Sie haben ihm die Strumpfhosen ausgezogen und tun jetzt so, als würden sie ihn damit aufhängen. Sie sagen, sie würden ihn über der Bar aufknüpfen. Okay. Ja, dann schicken wir alle. Es sind ja gerade welche auf dem Rückweg. Der fragliche Mann ist ein Medizinstudent, der ebenfalls nachts joggen geht. Das war so klar. Diese Stadt ist gerade echt schwierig. Also, oh, eklig. Rassistisch, diskriminierend. Ekelhaft. Das ist ja fast noch besser, Mafia zu haben. Ja, das bringt uns ja jetzt nicht wirklich viel. Och Leute, findet doch mal bitte Sachen, die sinnvoll sind. Gut, Drogenverkauf. Da könnten wir jetzt vielleicht was haben. So. Jim Bates. Ich habe so einen kleinen Typen in einer weißen Jacke gesehen. Er hat den Kirschsaft bestellt, an der Bar getrunken und ist dann mit einem bärtigen Typen aufs Klo verschwunden. Ich dachte, die wollten nur ein bisschen rummachen. Das sieht man heutzutage oft. Aber als andere dann den bärtigen Kerl mit dem Gesicht in die Toilette gefunden haben, war mir klar, dass der Typ mit der weißen Jacke da nichts Gutes vorhatte. Ja, besonders wenn er vom Tatort davonrennt. Der Mann erlitt durch die Einnahme von Kokain verursachten Herzinfarkt. Er verlor das Bewusstsein, stürzte und schlug sich den Kopf an. Er wurde schnellstens auf die Intensivstation gebracht, sein Zustand ist ernst, aber stabil. Ach, er lebt sogar noch. Die Toilette in einer der Zellen war beschädigt und auf dem Boden fand sich eine leere Tüte Kokain in einer Blutlache. Mr. Gilliam: Ich habe so einen jungen Kerl in einer weißen Jacke gesehen, der aus dem Club gerannt kam. Rannte, als wäre der Teufel hinter ihm her. Ich wünschte, ich hätte auch was von dem, was der eingeworfen hatte. Miss Gross: Ich habe im Spiegel auf der Toilette meinen Lidstrich nachgezogen, als ich einen furchtbaren Schrei von der anderen Seite der Mauer hörte. Ich und meine Freundin gingen rüber, um nachzuschauen, was los war, und fanden einen Süchtigen, der am Boden lag. Natürlich haben wir sofort einen Krankenwagen gerufen, aber vielleicht wäre es besser, wenn er es nicht schafft. Diese stinkenden Junkies verpesten nur die Luft unseres schönen Planeten. Was sind denn das für eklige Menschen? Nach die Frauentoilette sind sie nicht gegangen. Also er hat seinen Kirschsaft getrunken. Das sieht zwar nicht aus wie Kirschsaft. Ah ne, Kirschsaft wird wohl rot sein. Dann sind sie zusammen auf die Toilette verschwunden, aber halt nicht aufs Mädchenklo.
Das sieht mir nicht aus wie Koks. Und da fehlen schon wieder Bilder. Naja, mal gucken. Hm. Ich bin ja mal gespannt. So, das ist jetzt der letzte Einsatz des Tages. Es wird besser. Aber ein Verbrechen konnten wir heute nicht aufklären. Das finde ich nicht gut. So, dann beenden wir mal den Tag. Student an Polizeischule verkauft Kokain. Schön. Film Crazy Arms ist ein Flop. Besitzer des Twister Strip Clubs. Meine Tänzerinnen sind alle Feministinnen. Oh ja. All the information about Laura, just like you asked. Mr. Boyd, keep your voice down. Someone could be listening. Oh, I'm sorry, Emma. It's my first time doing something like this. Here's the envelope. Everything's in there. Fine. Mr. Boyd, please write for Mr. Fry on this envelope and drop it in the mailbox across the street. What? I don't want this handled like it's some kind of game. Mr. Boyd, those are the rules. Now please lower your voice. Fine. Okay, Emma. I'll put this envelope in the mailbox across the street, just like you said. Wonder how that damn Mr. Fry is gonna get an envelope out of the mailbox. Talking to yourself, Mr. Boyd? And we thought we'd have to catch you at the police station. But it turns out Jack Boyd has come down to meet us personally. Do you know why we're here, Mr. Boyd? I don't even know who you are. My name is Eugene Chaffee. I'm a businessman. Rather, a restaurateur. Although I usually tell everyone I'm a businessman. Which sounds better? Businessman or restaurateur? Oh, I think I've heard of you. You have a restaurant and a slaughterhouse. And you serve refried veal steaks. Well, refried veal steaks isn't my only business, but perhaps it's what I'm best known for. I thought it was time we meet, Mr. Boyd, and my friend here. I believe you're already acquainted. His name is Troy Starr. Never heard of him. So what do you want, Mr. Chaffee? Looking for a spokesman for your beef products? I recently changed my image and my hair. Eugene and I really want to help you, Mr. Boyd. Although after our phone call, I've had my doubts. I was making love to my wife, and you called me and told me to fuck myself. That kind of behavior is rude and inappropriate, Mr. Boyd. I didn't mean to offend you, Mr. Starr. Just thumbing my nose at that prick mayor of ours. You keep making love to your wife, or did I ruin the mood? There's a nice cafe around the corner. Spare us a couple of minutes of your time, Mr. Boyd. Lately, I've been so busy that I rarely get to sit and relax in such a nice place, and with such interesting company. Get to the point, Mr. Chaffee. I'm busy too. In fact, I think I hear some teenagers next door robbing and raping an old woman. Maybe she's your aunt. You see, Mr. Boyd. Good morning. What do you want? A big mug of beer. We don't serve big mugs of beer. Then a small mug of beer. We don't have beer in any size glasses. This is a family restaurant. Moms and dads come with small children. I can bring you a lollipop to suck on. Monica, where's your famous charm? Bring the gentleman a beer. I'm sure you've got a bottle under the counter. Check between the dead cats and the dried heads of your ex-boyfriends. This man, by the way, is your police chief. Don't be silly. The police chief has a bald spot the size of a toilet seat. So, as I was... Oh, I'm sorry, Eugene. It's Rogers. Probably forgot how to wipe his ass. When you're 82, Troy, you'll probably forget you need to wipe your ass at all. But very well, run along.
we can continue without you. So, Mr. Boyd, as you may already know, the official job of my old friend Mr. Starr is to cause trouble for you. But believe me, it's not out of malice. It's to maintain his cover at City Hall. But to somewhat balance out this trouble, I've decided to help you out. Every day, pay close attention to your morning newspaper, Mr. Boyd. You'll find messages hidden among the pages. Simple notes, but make no mistake, the information you'll find there is extremely useful. You see, Troy Starr isn't my only spy. That's it, Mr. Boyd. I told you it would only take a couple of minutes. I wouldn't want to disturb you while you're enjoying your drink. Keep in touch, my dear little cupcake. Oh yes, I'm quite good at puns. Never imagined what meeting Robespierre would be like, but I certainly didn't figure the first thing he'd do was buy me a drink. Getting them to serve a beer at a family cafe? And this Robespierre has some strange superpowers. Strange, but not entirely useless. Okay, ich muss mal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen. Ich bin gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Gut, der gute Percy möchte nicht zur Arbeit kommen. Aber ich würde ihn jetzt, glaube ich, einfach mal nach Hause lassen, damit er sich erholt. Ja. Uns fehlen wieder 2 Leute, aber wir haben wenigstens noch ein paar andere. So, dann ist heute jetzt die 4. Kassette dran. Fire in the Brain. Heißt es nicht Fire in the Rain? Diebstahl. Der ältliche Sicherheitsmann Robert Chilters hat beobachtet, wie 6 Leute durch ein Loch im Zaun auf eine Baustelle vorgedrungen sind, wo sie einen Karren mit Steinen auffüllten. Zunächst machte sich der Wächter nur noch Sorgen um die gestohlenen Baumaterialien, aber als die Diebe begannen, in die weniger gut gesicherten Teile der Baustelle vorzudringen, begann er sich Sorgen um ihre um ihre Leben zu machen. Diese Idioten bringen sich noch selbst um, ihr müsst euch beeilen. Okay. Ich glaube, wir können jetzt mehr einschätzen, ob es selber mehr Leute... Das ist jetzt keine Hilfe mehr hier. Wir dürfen, glaube ich, so viele schicken, wie wir wollen. Raub. Ein junger Mann, der gerade ausgeraubt wurde, hat angerufen und berichtet. Er kam mit einem Messer aus dem Hauseingang und hat mein Portemonnaie verlangt. Ich wollte wegrennen, aber er bekam mich zu packen und stieß mich zu Boden. Zusätzlich zu meinem Portemonnaie hat er meine Uhr, meine Schuhe und sogar meinen Gürtel mitgenommen. Den hat mir meine Mutter geschenkt. Einer der Verdächtigen ist umhergerannt und wäre beinahe in den Fahrstuhlschacht gestürzt. Er steht an der Kante und sieht sich nervös um. Wie nett. Drogenbesitz. Eleanor Compton wollte vor dem Essen ihre Hände waschen, verirrte sich aus Versehen jedoch in die Küche des Restaurants. Ich habe mich umgeschaut und da waren mehrere Tüten mit weißem Puder. Ich kann Kokain aus einer Meile Entfernung erkennen. Ich sehe fern. Bestimmt. Wir können es zweimal schicken. Aber es wird eh ein falscher Alarm sein. Leichen? Mr. Boyd. Sie kennen mich nicht und das ist vermutlich... Was war das gerade? Mr. Boyd, Sie kennen mich nicht und das ist vermutlich auch gut so.
Was meinen Beruf angeht, würden Sie vermutlich ihn nicht gutheißen. Also werde ich Sie nicht mit unnötigen Details belasten und direkt auf den Punkt kommen. Für eine sehr spezielle, nun ja, nennen wir es Operation, brauche ich 3 tote Polizisten, eine Frau und 2 Männer. Aussehen und Alter sind unwichtig. Ich komme in ein paar Tagen zurück, um die Leichen abzuholen. Wir wollen ja nicht, dass die verwesen. Bitte was? Ich bin verwirrt. Sollen wir jetzt ernsthaft 3 Polizisten umbringen und die denen überantworten? Küchensalz. Ich erkenne Kokain auf 1 Meile Entfernung. Tiermisshandlung. Ein Mann hat soeben angerufen. Seine Stimme war grell und klang hysterisch. Hallo, Polizei? Ein Monster ist in meine Wohnung eingebrochen und rennt überall herum. Oh Gott, nur ein Biss von dem Ding und ich bin tot. Beeilt euch! Okay, nö, da brauchen wir nicht viele schicken. Der wird sich wahrscheinlich genau wieder was einbilden, genau wie der andere Typ, der einen Katzosaurus Rex, war das, glaube ich, sich eingebildet hat. Ein Doppelmord. Wir haben doch schon so viele Quelle. Ein unidentifizierter Mann, der an der Kasse nicht zahlen konnte, reagierte darauf, indem er die Kassiererin und anschließend auch einen Security-Mann tötete und floh. Okay. Wir haben ja fast nur noch Nulpen, weil wir hier nichts gebacken bekommen. Da kriegt man hier noch Unterstützung. Wenn sie denn mal wieder da ist. Eine große Wespe ist in das Haus des Mannes geflogen. Ja. Das hätte man sich denken können. Vergewaltigung. Sintes Jason hat eine Beschwerde gegen einen Arbeiter in ihrem Haus eingereicht. Offensichtlich ist er aufdringlich, vulgär und folgt ihr überall hin. Ich habe noch nie so einen Mistkerl gesehen. Bestrafen Sie ihn. Aha. Die bildet sich das da auch wieder ein, oder? Ist doch genauso wie mit dem Schwarzen im Stadtpark. So, ja, wissen wir. Jack. Er hat sich lange nicht gemeldet. Mit der Eröffnung von Ermittlungen zu Doppelmord haben sie in unsere Angelegenheit reingepfuscht. Es wäre besser für uns beide, wenn das alles bis 16:01 Uhr erledigt wäre. Hoffentlich decken 3000 ihre Ausgaben. Wie, wenn das alles bis 16:01 Uhr erledigt wäre? Dann fragt mich doch einfach, ob ich es begraben möchte. Drogenherstellung. Laut einer anonymen Quelle wird auf Ernest Franklin eingetragenes Haus genutzt, um große Mengen an Drogen zu produzieren und zu lagern. Mr. Franklin hat ein langes Vorstrafenregister, darunter auch illegaler Waffenbesitz und Drogendelikte. Das letzte Mal, dass er verhaftet wurde, hatte er auf Teenager geschossen, die in seinem Garten einen verlorenen Baseball hinterhergeklettert waren. Okay. Rushing ist neu, ne? Ja, und das ist eine Vergewaltigung. Interessant. Ich brauche heute 4 Polizisten. Es ist sehr wichtig für meine Tochter. Sie heiratet und ich will, dass alles perfekt ist. Ich bin ein sehr einflussreicher Geschäftsmann mit Art von Einfluss, die man nicht erreicht, ohne sich Feinde zu machen. Also keine Überraschung heute. Ich will keinen Ärger. 2 kann ich Ihnen nicht schicken, ne? Nee. Aber die werden ja gleich zurück sein. Aber ich brauche Geld. Aber wir werden immer rücksichtsloser. Die Stadt wird rücksichtsloser, wir werden rücksichtsloser. Wohin soll das führen? So. Das war jetzt klar. Kommt nicht gerade noch irgendwas zurück? Jemand gestorben? Nein.
Fikus? Hä? Warum sollte ein Fikus? Hey Leute, übertreibt mal nicht. Jetzt will ich gerade mal jemandem auf seinem Landsitz helfen mit der Hochzeit? Na komm, ein bisschen Beeilung, Leute. So, da können wir die beiden mal hinschicken. Und hier schicken wir die... What? Erregen öffentlichen Ärgernisses. Eine Frau hat angerufen und mit feierlicher Stimme erklärt: Ich habe aus meiner Band die Fanfaren von Engeln gehört. Der Herr kommt. Sehet seine Herrlichkeit. Das Fernsehen hat Recht behalten. Mhm. Ihr habt das SWAT-Team dabei. Wollt ihr mich verarschen? Also manchmal... Der Türsteher des Clubs sagt, er habe einen seltsamen Mann festgesetzt, der sich ausgezogen und Frauen auf der Tanzfläche belästigt habe. Kommt und holt diesen Idioten ab. Okay, aber da dürfen wir dann nur eine Person hinschicken. Hä? Okay, das war sowieso ein falscher Alarm. Der auf der Tuba übte. Sogar das falsche Musikinstrument. Haben die jetzt alle die haben alle gesoffen. Boss, alles lief super. Wir sind da ernst hingegangen, ganz offiziell. Aber dann wollten all die hübschen Mädels Fotos mit uns. Auch mit ihr? Am Ende haben wir uns mit der Brautpaar Torte gegessen. Das war ein großartiger Tag. Schön für euch. Und wir kriegen $4.000. Detectives bei Ermittlungen ums Leben gekommen. Okay. Sag mal, was ist mit dieser Stadt los? Davor war es ja noch voll geordnet. Wie soll man das denn bitte hinbekommen? Ein Mann und eine Frau ringen sich damit ab, eine luxuriöse Couch durch das zerbrochene Fenster in ihren Lieferwagen zu tragen. Das finde ich eine gute Idee. Beim Einladen helfen. Sag mal, was ist denn los? Will Boyd irgendwie gefeuert werden? Und wenn der liebe Herr Sand nicht möchte, dass ich da in der Ermittlung rumfusche, dann soll er mir das bitte vorher sagen und nicht danach. Okay. Merkwürdig. Der wollte ja die Leichen abholen, ne? Was tue ich da eigentlich? Tag 63. Okay, wie es weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Warm rain beats down in waves on pavement. The wind sings its prose while I'm waiting for the cold to reach my boat. And you appeared in the night, just a shadow, barely in sight. Why didn't I know then that no good
Still no good's been born of the